Lightning Network soll ja bei der Skalierung von Bitcoin helfen, irgendwann einmal, wenn es soweit ist. Das geht ja zulasten der Dezentralisierung. Wie siehst du das vor allem im Vergleich zu Bitcoin Cash? Danke. Die Frage ist natürlich wirklich berechtigt. Man muss aber da jetzt auf eines aufpassen. Die Leute werfen hier mit dem Wort Zentralisierung gerne ein bisschen herum. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Zentralisierung bedeutet eigentlich, so wie es wir verwenden, dass eine Zentralisierung von Macht oder Zentralisierung, ja? Danke. Zentralisierung von Vertrauen oder von Macht ist. Also so nutzen wir eigentlich dieses Wort Zentralisierung ja immer. Und jetzt gehen Bitcoin Cash halt sehr gern her und sagt, beim Lightning Network passiert eine Zentralisierung. Und sagen das völlig korrekt, aber in einer komplett anderen Zusammensetzung. Und diese Zusammensetzung möchte ich mal erklären, denn leider geistert es immer ein bisschen herum und die Leute wissen oft die Zusammenhänge nicht und sagen einfach, das Lightning Network ist zentralisiert, das ist genau gleich wie eine Bank, das ist absolut sinnlos. Ganz kurz, also wenn ich jetzt eine Blockchain aufzeichne, das ist jetzt überhaupt nicht korrekt, sondern ich zeichne es jetzt einfach nur mal so grafisch auf, dann funktioniert das Lightning Network, indem sich zwei Leute abheben und einen sogenannten Kanal bilden, einen Payment Channel, und in diesem Payment Channel Bitcoins hin und her schicken können, ohne dass die anderen Leute davon wissen müssen, weil nur die hier hin und her schicken können. Und wenn sie wieder an die ganzen restlichen Menschen schicken wollen, müssen sie es wieder runter auf die Blockchain nehmen, dann muss es wieder jeder wissen und dann können sie es dort wieder ganz normal verwenden. Aber in dem Zeitraum können die das hin und her schicken, also wenn ich jetzt einfach hergehe und sage, ich schicke jetzt, wie heißt du mit Vornamen? Chris. Wenn ich jetzt mit dem Chris Bitcoins hin und her schicke, nur wir zwei, wir können es an niemand anderen schicken, dann ist euch allen das total egal, wie oft, wie viele Bitcoins wir herschicken, solange die Bitcoins, die wir aus dem System nehmen, sagen wir zum Beispiel 2 Bitcoins, danach auch wieder 2 Bitcoins zurückgegeben werden. Und das stellt das Lightning Network eben sicher, dass genau das passiert, dieses Hin- und Herschicken. So, und jetzt ist aber etwas, das ist super spannend. Jetzt kann hier eine neue Person sein, das ist jetzt Person A, Person B, Person C. Und jetzt kann ich als Person A hergehen und sage zum Chris, hey Chris, hör mal zu, du kennst doch den Beta hier. Ich gebe dir ein Bitcoin, wenn du dem Beta ein Bitcoin gibst. Und jetzt sind nur wir drei, aber ich muss den Beta gar nicht kennen, ich muss den auch nicht vertrauen, sondern ich vertraue nur, in dem Fall dem Chris. Und der Chris muss sicherstellen, dass er dem Beta vertraut. Und jetzt kann sozusagen ein Netzwerk von der Blockchain weg entstehen, wo das Ganze passiert. Das Ganze funktioniert theoretisch auch bei Bitcoin Cash. Es gibt im alten Bitcoin-Code gibt es eine sogenannte Transaktionsmalleabilität. Das bedeutet, man kann theoretisch eine Transaktion, die in so einen Channel hineingeht, im Nachhinein noch verändern und manipulieren. Und durch SegWit ist es aber gelöst worden und bereinigt worden. Das heißt, das Lightning Network hat SegWit ein Update gebraucht im August, damit es überhaupt funktioniert oder damit es sicher ist. Bitcoin Cash hat kein SegWit. Es hat andere Mechanismen eingebaut, dass das funktioniert, aber es ist nicht 100% sauber. Nur das. Also Bitcoin Cash wird wahrscheinlich nicht ein Lightning Network erzeugen. Also wenn ich eine Wette machen müsste, würde ich sagen, es gibt kein Lightning auf Bitcoin Cash. So, jetzt ist aber das Spannende beim Lightning Network, dass es wahrscheinlich so passieren wird, dass es hier einen Hub gibt, zum Beispiel sagen wir, keine Ahnung, Kraken. Und Kraken geht her und stellt diese ganzen Channels zu ganz vielen Nutzer her. Der Vorteil davon ist, dass ich sozusagen, wenn ich jetzt hier Nutzer A habe, hier habe ich Nutzer B, C, D, E, F und so weiter, kann ich an diese ganzen Nutzer Bitcoin über Kraken schicken, ohne, und das ist jetzt wichtig, dass ich Kraken vertrauen muss, weil es ist ein Payment Channel, Kraken kann nicht einfach mein Geld daraus stehlen, und ohne, dass ich einen neuen Channel mit B oder C oder D oder E oder F aufbauen muss, sondern es reicht, dass diese Channels über Kraken als Hub funktionieren. So, und was jetzt Kraken macht, Kraken geht jetzt her und sagt, hey Coinbase, ihr sitzt ja da, Coinbase, einer der größten Exchanges in Amerika, Coinbase, ihr habt doch auch diese ganzen Channels, lasst uns einen neuen Channel hier aufbauen und wenn jetzt jemand Geld hier, sagen wir zu G schicken will und ich bin hier A, dann kann ich mein Geld zu Kraken schicken, Kraken schickt es zu Coinbase und Coinbase schickt es zu G. Das ist ein Routing. Das Ganze funktioniert sofort, ohne dass es die ganze Blockchain wissen muss und ist unendlich skalierbar. Komplett vertrauenslos, das heißt, ich muss niemandem vertrauen, ist aber zentralisiert, indem dass natürlich alle Leute zu gewissen zentralen Hubs hinlaufen werden, die diese ganzen Verknüpfungen aufbauen. Ähnlich wie das ja auch das Internet macht. Das Internet ist ja eigentlich auch dezentral, aber schlussendlich haben wir immer noch Internet-Service-Provider, Internetanbieter und wenn die hergehen und uns das Internet abkappen, naja, habe ich auch kein Internet.
So, und das ist genau das gleiche hier. Das heißt, Kraken könnte jetzt natürlich hergehen und sagen, so, ich mache jetzt keinen Channel mehr mit dir, ich schließe den. Das geht und das ist die Zentralisierung, aber Kraken kann hier nicht mein Geld einsacken. Sondern dann würde mein Geld einfach wieder rausgehen, ich transferiere das zurück auf die Blockchain und müsste mir dann einen neuen Hub suchen, der mir sozusagen diesen neuen Channel dann aufbaut. Das heißt, dieses Wort Zentralisierung wird leider im Lightning Network falsch, also korrekt verwendet, aber immer in einen falschen Zusammenhang gebracht. Es hat hier nichts mit Vertrauen zu tun, sondern es ist eine Zentralisierung von Liquidität. Ich persönlich sehe das überhaupt nicht problematisch, ich sehe das sogar sehr vorteilhaft, weil ich bin ja jemand, der glaubt, dass Dezentralisierung nicht die Lösung zu allem ist. Ich glaube immer, dass es einen Mix geben muss, Zentralisierung und Dezentralisierung. Denn, Zentralisierung. Aber ist das nicht trotzdem der Kritikpunkt, dass die Hub-Betreiber dann mehr Infos haben, als sie eigentlich sollten? Das ist natürlich richtig. Die Hub-Betreiber haben dann natürlich mehr Informationen, die wissen natürlich viel mehr über das Routing. Das ist natürlich der riesengroße Kritikpunkt. Aber der Punkt ist, die Zentralisierung, die ja meistens verwendet wird, geht ja eher ums Vertrauen. Es ist ja, also wenn ich jetzt hergehe und sage, über Bitcoin, über ganz normale Blockchain, ist ja immer noch das transparenteste der Verfahrensweg. Das heißt, über das Lightning Network wird es ja komplett, also relativ gut maskiert. Natürlich diese Hubs, die haben da natürlich extrem viele Informationen. Wenn natürlich, und das ist jetzt wieder der Punkt, wenn du jetzt drauf kommst, dass ein Hub diese Sachen missbraucht, naja, dann können aber alle Kunden ohne Verlust wegwechseln und zu einem anderen Hub wechseln. Und das ist auch immer ein Punkt, den ich glaube, im Kapitalismus, wo Konkurrenz da ist, wird es wahrscheinlich immer einen geben, der den Nutzer am besten behandelt. Aber ist das nicht ein philosophischer Punkt? Die einen sagen, der Staat darf gar nichts wissen und die anderen sagen, das wird der Punkt sein, wo sich die Staaten draufsetzen und Vollkommen. alles wissen. Du hast vollkommen recht. Es wird natürlich so sein, dass viele Leute da kritisieren, dass zum Beispiel der Staat sagt, ich setze mich genau auf die drauf und kriege so meine Informationen. Vollkommen richtig. Vielleicht gibt es da aber in Zukunft Möglichkeiten, wie man das noch besser maskieren kann. Ich glaube, dass das Lightning absolut hier in der ersten Phase ist. Ich meine, die nennen es immer noch Beta. Zum Vergleich. Im ganzen Lightning Network gibt es derzeit ungefähr 1000 Leute, die im Netzwerk zurzeit sind, also 1000 Nodes, 1000 Computer und es sind, glaube ich, jetzt 15 Bitcoins drinnen, im gesamten Lightning Network. Also, dass man das mal ein bisschen so in eine Relation bringt. Das ist wirklich komplett am Anfang und ich glaube, da ist wichtiger, dass man es mal versteht, wie dieses Konzept funktioniert, wo ich dir 100% zustimme, dass alles gelöst ist, glaube ich auf keinen Fall. Aber wo ich nicht zustimme, so wie das Bitcoin Cash erklärt, dass die sagen, Lightning ist schlecht, das ist absolut blöd, das sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe, dass Herausforderungen sind, aber auch tolle Lösungsansätze. Und wie lange kann es dauern? Ich glaube, dass, naja, Glaskugel 3000. Ja, ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, also es gibt eine Firma, die heißt Bitrefill, die machen, da kannst du SIM-Karten aufladen und die machen wirklich, die bieten Lightning-Anbietungen bei sich in der Wallet an. Das ist mal zumindest so Anfang, oder? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es 2018 wirklich die ersten Anwendungen gibt. Wir bei 10x zum Beispiel, wir haben auch reingeschaut, wir haben auch einen Lightning-Node. Wir haben bis jetzt Gott sei Dank noch kein Geld irgendwie verloren da drinnen, weil es ist ja alles noch Beta, das heißt, es ist alles noch hochriskant. Aber zurzeit trauen wir uns einfach noch nicht, dass wir da tausende Kunden reinbringen, weil was ist, wenn das System irgendwelche spieltheoretischen Lücken hat, wo heute noch vielleicht keiner drüber nachdenkt. Und also da gibt es zum Beispiel, also das wird jetzt echt geeky, aber ich kann euch das mal kurz erklären. Also wenn ich jetzt da zum Beispiel zwei Nodes habe und bitte jetzt nicht abschalten, wenn ich jetzt da sage Node A und Node B, dann funktioniert dieses Rücktransferieren, das Schließen des Channels dadurch, dass ich die Erlaubnis an den anderen gebe, einen bestimmten Betrag abzuziehen. Das heißt, ich versende nicht Bitcoins da drinnen, sondern ich versende im Prinzip immer eine Erlaubnis. Und jetzt kann ich das Folgende machen. Ich versende zum Beispiel eine Erlaubnis, dass B ein halbes Bitcoin abziehen darf. Und jetzt geht B her und will dieses halbe Bitcoin auf die Chain runtertransferieren. In dem Moment, wo das B runtertransferiert, habe ich die Erlaubnis, den Restbetrag runter zu transferieren. Jetzt kann das passieren, dass B zum Beispiel seine Transaktion aber nicht in den Block reinkriegt. Jetzt nimmt B das raus, die Erlaubnis habe ich gegeben, dadurch bekomme ich die Erlaubnis abzuziehen, B kommt seine Transaktion nicht in den Block rein, es könnte theoretisch passieren, dass das nicht passiert, ich habe aber die Erlaubnis, mein Geld abzuziehen und jetzt ist plötzlich das halbe Bitcoin wieder drinnen, ich habe mein Geld rausbekommen und B hat aber das halbe Bitcoin nicht bekommen. Das sind spieltheoretische Dinge, die noch extrem verfeinert werden müssen, wo eben noch nicht jeder 100% weiß, wie könnte das funktionieren. Aber wiederum,
auch Bitcoin hat am Anfang 2009 unglaublich viele Updates gebraucht. Es gab auch mal Zeiten, wo das komplette Mining fast zusammengebrochen ist, weil einfach hier der Mining-Algorithmus plötzlich nicht mehr gestimmt hat. Und das ist eben alles noch am Testen und deswegen gehen halt viele Firmen und viele schlaue Leute her und sagen, das ist cool, das ist super, aber wir können da jetzt nicht alles sofort drauf setzen. Und wenn da zum Beispiel so ein Problem entsteht, spieltheoretisch, das verzögert das Ganze um ein Jahr, weil dann sitzen plötzlich alle da, alle ziehen das Geld raus und sagen, okay, ihr fixt es mal am Testnet und danach gehen wir wieder live. So, tiefer Einblick ins Lightning. Ja, danke dabei.